Heute wollte ich Ihnen einen Patienten vorstellen, der eigentlich sehr wenig Symptome hatte, aber eine ausgeprägte Herzschwäche. Und die Symptome, die er eigentlich nur angab, war, er hatte vor einigen Wochen einen Infekt gehabt und seit dem Infekt sei es ihm eigentlich kontinuierlich eigentlich ein bisschen schlechter gegangen. Es ist jemand, der sehr, sehr lang und sehr, sehr viel gearbeitet hat, sehr viel Stress gehabt hat und die letzten Wochen war einfach nicht mehr so leistungsfähig, konnte sich nicht mehr so gut konzentrieren und kam dann letztlich über einen Hausarzt zu uns und wir haben dann Bilder gemacht. Und diese Bilder haben uns extrem verwundert, weil der Patient eigentlich gar nicht über so ausgeprägte Symptome berichtet hatte. Und als wir die Bilder gemacht haben, haben wir aber gesehen, wie stark das Herz betroffen ist. Und wenn Sie sich das einmal anschauen, das ist der sogenannte Zweikammerblick. Sie sehen hier die Vorderwand und die Hinterwand. Das ist ein anderer Blick, der Dreikammerblick. Der Vierkammerblick, hier sehen Sie ein bisschen was vom rechten Herzen, hier sehen Sie was vom linken Herzen. Hier gucken wir direkt aufs Herz drauf. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt, das Herz pumpt eigentlich gar nicht mehr so richtig stark, sondern es pumpt sehr schwach. Und dieser Patient hatte eine sehr fulminante Entzündung in seinem Herzmuskel, wie wir das festgestellt haben, und wurde auf eine High-Urgency-Transplantationsliste gesetzt, nachdem man herausgefunden hat, dass es eine Giant Cell Myocarditis, also eine Großzell-Myokarditis gewesen ist. Und die nächsten Tage verliefen dramatisch. Der Patient hat das überlebt. Und ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, was wir im MR gesehen haben und was wir sehen können. Zum einen sehen wir diese extrem reduzierte Pumpkraft, die aber nur zu wenig Symptomen geführt hat. Sie sehen also, Ihr Herz kann durchaus relativ krank sein und Sie merken noch gar nichts. Das Herz ist ein sehr, sehr gutartiges Organ und erst wenn es gar nicht mehr geht, dann muss man anhalten. Und das muss jetzt nicht immer so wie in diesem verlaufen, aber wir sehen einfach, dass das Herz sehr, sehr lange sehr viel kompensiert. Wir sehen um das Herz rum jetzt sogar schon Flüssigkeit, das ist immer kein gutes Zeichen. Wir sehen, wenn wir hier mal ein bisschen rauszoomen, sehen wir schon unterhalb der Lungen Flüssigkeit, also auch das kein gutes Zeichen, wenn Sie Wasser unter oder in den Lungen haben. Wir haben eine Kontrastmitteldarstellung gemacht und da sehen Sie teilweise hier in diesem Bereich eben diese inflammatorischen Areale, also diese Entzündungsareale des Herzens und auch die Herzklappen, das sehen Sie hier, die schließen nicht mehr richtig, die gehen wirklich auseinander. Normalerweise liegen Herzklappen so aneinander und durch diese Dehnung der Herzkammer wird es immer weniger und diese Segel können sich gar nicht mehr richtig berühren. Und dieser Patient hat also eine Pumpkraft von unter 10%. Das heißt also, wenn Sie 100 Milliliter in einem Glas haben und nur 10 Milliliter gehen aus dem Glas raus, dann war das, was dem Patienten zur Verfügung stand. Der kam aber in die Ambulanz und lief aufrecht und sagte, er habe etwas Symptome. Was macht man jetzt? Transplantation ist natürlich ein unglaublicher Eingriff, ein sehr, 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 sehr starker Eingriff. Und nicht jeder Patient bietet uns solche Bilder wie hier. Aber was wir im MR eben sehen können, wenn wir Herzschwäche detektieren, also wenn wir messen, Ihre Pumpkraft ist unter 50%, sei sie 40% oder 30%, dann können wir heute extrem gut mit Medikamenten unterschiedlicher Art dafür sorgen, dass Ihr Herz entlastet wird. Ganz wichtig ist, den Blutdruck zu senken. Ganz wichtig ist, auch eine Wassertablette Ihnen zu geben. Es gibt noch mehrere andere Medikamente, die wir leitliniengerecht auch geben können. Zusätzlich ist natürlich wichtig, dass Ihr Körper in einer solchen Situation auch natürlich die richtigen Nährstoffe zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt also, man muss gucken, gibt es einen Mangel an Substanzen, die zum Beispiel sehr, sehr wichtig wären in der Stärkung des Herzens. Sie können sich vorstellen, hier ist der Energiestoffwechsel und der Energiehaushalt des Herzens deutlich reduziert. Und da gibt es innovative neue Möglichkeiten, wie wir das auch im Labor messen können. Insgesamt war es bei diesem Patienten so, er hat die Transplantation überstanden. Sehr viele Menschen überstehen heute sehr gut eigentlich eine Transplantation und einige Monate später konnte er wieder in seine Arbeit einsteigen und ist natürlich unter Kontrolle an einer Universität. Aber ein Fall für mich, der zeigt, häufig gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, was Sie fühlen am Herzen, nämlich gar nicht so viel, und der eigentlichen Erkrankung, die sehr weit fortgeschritten sein kann.